Ihr seht schon, ich bin so ein bisschen am Friemeln, am Studio umbauen und mal eine neue Kamera ausprobieren. Jetzt aktuell die Panasonic Lumix S5 II X und das Ganze dann mal in verschiedene Bildvarianten gepackt und so. Und da hat mich die Firma Neewer angeschrieben und mir vorgeschlagen, ich möge doch mal ein Licht ausprobieren. Und zwar dieses BH30S. Und das ist hier sozusagen ein freundlicher Lichtstab, der natürlich auch noch einen Griff hat und andere Möglichkeiten zur Verwendung hier mit einfließen lässt. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin begeistert von diesem Licht. Ich hatte vorher, wie gesagt, oder habe immer noch so die klassische Lichtvariante, wo ich sage, okay, passt, aber zur Hintergrundbeleuchtung, egal ob Party oder irgendwo jetzt sozusagen beim Motivdrehen, draußen, drin, mobil, variabel, einfach hell und in verschiedenen Farbvarianten nutzbar. Das hat mich wirklich umgehauen und warum, das erzähle ich euch jetzt in meinem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Das Ganze kommt als Basic Kit oder als Barn Door Kit und dieses Barn Door Kit habe ich, das umfasst sozusagen eine Tasche, das umfasst die Leuchte, den Griff, das Barn Door und ein USB-C Ladekabel. Schalten wir das Ganze mal ein und gucken uns erstmal das rückseitig verbaute Display hier an. Hier gibt es eine ganze Menge Informationen, unter anderem hier den Akkustand, dann die prozentuale Helligkeit, die du dann hier mit dem Drehrädchen korrigieren kannst, also 100% hell oder halt nur 10%. Das lässt sich auch richtig gut drehen, das ist nicht locker, das Rad, das ist relativ fest, hat einen kleinen Widerstand und hier kannst du wirklich prozentual immer deine Lichtstärke anpassen. Ansonsten natürlich hier nochmal An- und Ausschalter, verschiedene Bedienungstasten für deine Verbindung und gleichzeitig dieses Drehrad, was natürlich hier an den Seiten auch noch andere Funktionen hat, womit du dann sozusagen verschiedene Modi immer noch bedienen kannst und sozusagen in die Schnellsteuerung mit reinkommst. Die Touchbar hinten ist natürlich dafür da, um verschiedene Lichtbedingungen hier anzupassen bzw. einzustellen und so vom Prinzip her Akkustand und natürlich Helligkeit mit in der Anzeige drin. An der Unterseite hier der USB-C Ladestecker und natürlich dann die Möglichkeit, hier deine Leuchte optimal am Griff zu befestigen. Und über USB-C kannst du auch während des Betriebes laden. Das heißt, du hast die Möglichkeit, die Leuchte im Netzzustand zu betreiben, beziehungsweise dann auch über Akku, was natürlich absolut sinnvoll ist, wenn deine Fotosession oder Videosession mal ein bisschen länger dauert, dann leuchtet die Lampe trotzdem, wenn du die hier dann über das externe Netz betreibst. Was für mich natürlich herausragend ist, ist, dass du das Ganze hier universell verwenden kannst. Das heißt, du baust einfach hier entweder die Leuchte normal an ein Stativ an oder an den Griff. Beim Griff gibt es natürlich dann die Möglichkeit, hier das Ganze schön zu justieren durch diese kleinen Noppels, die man hier sozusagen mit rangebaut hat. Und so hält das Licht also wirklich richtig gut am Griff. Und gleichzeitig hast du natürlich die Möglichkeit, das Ganze hier in die Hand zu nehmen. Indoor oder Outdoor, klar, hier ist ein Akku verbaut, hier gibt es ein HD-Display und hier gibt es natürlich verschiedene Einstellmöglichkeiten. Oder du machst das Ganze an ein Stativ über den Griff, womit du das sozusagen dann nochmal hier über die Schraube justieren kannst und gleichzeitig auch nochmal diesen Griff hier verschieden hoch und runter einstellen kannst, dass einmal von oben das Licht kommt, beziehungsweise mal von unten oder halt von der Seite, je nachdem, wie du es einstellen möchtest. Und das Material ist wirklich richtig gut. Es ist Aluminium. Hier vorne merkst du dann natürlich klar Plastik, aber du merkst wirklich, dass man sich hier richtig Mühe gegeben hat und dass die Leuchte wirklich hochwertig verbaut ist. Na klar, Plastikgriff ist natürlich jetzt nicht so der Bringer, aber reicht natürlich für den Zweck vollkommen aus. Und es ist ja nicht nur so, dass du das sozusagen für deine Drehs nehmen kannst, als Vordergrund, als Hintergrund, als Personenbeleuchtung, gleichzeitig natürlich auch noch für die Party einsetzen. Hier gibt es noch verschiedene Möglichkeiten, das Ganze als Partylicht irgendwo zu stationieren oder schön in den Hintergrund, um den Hintergrund in verschiedenen Farben zu beleuchten, mobil einzusetzen. Entweder nimmst du es mit draußen auf dem Dreh oder du setzt die ganze Leuchte hier im Studio ein. Über 200 LEDs sind hier verbaut, 15 Watt an Leistung und das merkt man auch. Also wenn du hier auf 100% gehst, dann ist das wirklich richtig hell und macht auch Spaß. Und wenn du dir 2 davon kaufen solltest, was ich jetzt sozusagen gemacht habe, da hast du natürlich richtig Spaß, weil du kannst dann wirklich komplett
komplette Hintergründe mit 2 von diesen LED-Handheld-Stäben direkt ausleuchten, was natürlich noch nicht alles ist. Denn wenn du draußen unterwegs bist, hast du ja wie gesagt das 4150 mAh Akku hier drin, was dir auf 100% ca. 2,5 Stunden Laufleistung beschert. Und ich habe es natürlich dann auch mal auf 50% laufen lassen, weil du ja nicht immer 100% an Lichtleistung brauchst. Und bei 50% sind es sage und schreibe 4,5 Stunden, was dieses wunderbare Handheld-LED-Licht an Laufleistung hat. Und als wenn das noch nicht alles war, es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, hier diese LED-Handheld-Leuchte über die App zu steuern, und das hat es wirklich in sich. Newer App im App Store downloaden, und dann siehst du natürlich, dass sich dann, wenn du dein Gerät eingerichtet hast, schon mal die App mit der Leuchte verbindet. Das dauert ein paar Sekunden. Dann siehst du, hier ist deine Leuchte, und du fügst natürlich mit Plus dann deine Leuchte dazu. Die erkennt sich dann automatisch. Ich habe sie hier schon mal eingerichtet, und das geht relativ schnell. Dann ist die Leuchte hier mit der App verbunden. Dann kannst du natürlich ein- und ausschalten direkt aus der App und noch einige Funktionen hier hinzufügen. Und wir fangen mal an bei CCT. Und da gibt es die Möglichkeit, die Helligkeit zu regeln, dann natürlich die Farbwerte und verschiedene andere Einstellungen, die man hier noch tätigen kann, also bis zu 100%. Das Ding macht schon richtig Pfeffer. Ich mache es jetzt nicht allzu hell, damit man dann auch noch verschiedene Farbwerte erkennen kann. Und dann gehen wir in Light Sources. Und bei Light Sources hast du hier auch nochmal die Möglichkeit, deine Farbwerte und andere Bedingungen einzustellen anhand von Festeinstellungen. Also du hast hier zum Beispiel die Möglichkeit, eine warme Quelle auszuwählen oder einen blauen Himmel bzw. Mondlicht. Hier gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, die dir zur Verfügung gestellt werden, um dich dann schnell an die Lichtsituation anzugleichen. Dann kannst du natürlich auch nochmal die Helligkeit hier korrigieren und die verschiedenen Belichtungswerte. Dann gehen wir rüber in die Source Match Geschichte, und das gefällt mir ganz gut. Da kannst du nämlich dann deinen Hintergrund abscannen, und die Leuchte stellt sich dann automatisch auf den Wert ein, der hier sozusagen durch die App gescannt wurde. Und das finde ich richtig gut. Das sieht man natürlich jetzt nicht so optimal in der Kamera, was hier sozusagen mit den Lichtwerten gut ist. Aber mir gefällt es sehr gut. So kannst du, wie gesagt, deine Drehumgebung abscannen und hier den genauen Farbwert ermitteln. Dann hast du natürlich noch die Möglichkeit, hier alles sauber und vernünftig einzustellen an deine Belichtungswerte. Bei HSI gibt es die Möglichkeit, dann über die verschiedenen Direktfarben deine Leuchte einzustellen. Oder halt, wenn du jetzt eine Direktfarbe hast, dann kann man hier sozusagen auch nochmal die verschiedenen Farben angleichen. Das geht dann ins Grün und ins Blau, und ja, ich weiß nicht, ob die Kamera das so genau aufnimmt, aber wir gehen mal ins Rot, und ich denke, hier passiert ein bisschen was. Du weißt, was ich meine, also es funktioniert hier optimal, hier verschiedene Farben einzustellen. RGB muss ich keinem erklären. Hier kannst du dann auch nochmal Farbeinstellungen vornehmen von verschiedenen RGB-Werten, die du hier eingestellt hast bzw. einstellen sollst. Wenn du jetzt RGB-Werte vorgegeben bekommst, dann brauchst du hier einfach nur korrigieren, und schon sind deine Farben eigentlich relativ schnell da. Picker ist nochmal die gleiche Möglichkeit, hier dann die Drehumgebung anzugleichen an die Leuchte mit verschiedenen Einstellungen und Sättigungsfunktionen, Farbton und so weiter und so fort. Der Reiter FX, der ist ziemlich umfangreich. Hier hast du die Möglichkeit, für deine Drehsituation oder halt auch für Partys verschiedene Lichtsituationen einzustellen. Und ich habe hier jetzt mal so ein Polizeiauto, das kannst du in der Helligkeit korrigieren. Dann natürlich, ob es blau-weiß, blau-rot oder nur blau oder nur rot leuchtet, und natürlich auch noch in verschiedenen Geschwindigkeiten, dass es ganz schnell geht oder halt auch ganz langsam. Natürlich gibt es auch Kerzenlicht und verschiedene Schleifenfunktionen. Dann die Möglichkeit, hier auch nochmal einen Fernsehbildschirm zu imitieren, ein Feuerwerk zu zaubern oder halt Partystimmung. Wenn du jetzt mal eine Party machen solltest, dann stellst du die Lampe einfach hin und gehst auf den Partymodus, und schon blinkt sie. Und es geht natürlich auch mit Musik und verschiedenen Helligkeitssituationen. Wenn hier sozusagen Musik jetzt an ist, dann blinkt die Leuchte und Blitze, Paparazzi. Also such dir einfach ein paar Sachen aus. Es gibt unendlich Möglichkeiten. Und dann gibt es nochmal diese Picker-Situation hier auch nochmal
direkt angleichen mit der Taste und schon stellt sich das Licht hier dann direkt automatisch ein. Ist natürlich schade, wie gesagt, die Kamera kann es nicht so direkt rüberbringen, aber naja, was soll man machen? FX Musik. Dann auch nochmal fürs verschiedene Musiktempo, dann angleichen und jetzt gehen wir mal wieder in die RGB-Farben. Da siehst du das dann natürlich ein bisschen deutlicher. Ich mache jetzt mal nicht so hell und guck mal, dass wir hier einen relativ dunklen Wert bekommen, dass man auch die Leuchte vernünftig erkennen kann. Das ist die grobe Einstellung über die App mit ganz vielen Funktionen. Du hast natürlich dann auch noch die Möglichkeit, hier ins Menü reinzugehen und deine Softwareversion zu erkennen, die Software komplett abzudaten. Das geht dann übers Handy und richtig gute Möglichkeit. Also das wird hier immer noch aktualisiert und angeglichen. Falls es jetzt irgendwelche Software-Bugs geben sollte, werden die hier dann ausgeglichen und du kannst einfach die neue Software auf deine Leuchte überspielen. Dann gibt es hier in dem Reiter nicht mehr so viele Möglichkeiten. Den Gerätenamen kannst du nochmal ändern auf deinen Namen. Hier siehst du die Version und das Ganze geht dann natürlich auch nochmal, wie gesagt, in der App voran. Vorne bei CCT haben wir angefangen und hier auch nochmal die Möglichkeit, die Leuchte ein- und auszuschalten, beziehungsweise hier in verschiedene gespeicherte Werte einzugeben, diese zu markieren. Ach, es ist wirklich eine ganze Menge los. Hier, wie gesagt, programmierst du dann die neuen Leuchten ein, die du einfach anschaltest und dann erscheinen die automatisch hier und schon geht's dann ab. Und du kannst natürlich alle Leuchten noch in eine Gruppe mit einfügen, so dass du alle gleichzeitig bedienen kannst und natürlich auch noch gleichzeitig die Farbwerte mit anpassen kannst. Auch eine richtig gute Funktion, so musst du nicht so viel knobeln, wenn du jetzt verschiedene Leuchten hast, 2, 3 oder 4. Das geht alles dann sozusagen über die Gruppenfunktion zu steuern. Hier vorne nochmal Profilseite, meine Szenen, die abgespeicherten Szenen, die du sozusagen hier nochmal aufrufen kannst, verschiedene Demoszenen, die dir hier noch angezeigt werden oder hier dann nochmal der Szenenreiter, der sich dann hier sozusagen aktualisiert. Du hast wirklich, wie gesagt, ganz viele Möglichkeiten, das Ganze zu speichern, einzustellen und zu korrigieren. Also diese App ist wirklich richtig gut und für das Preis-Leistungs-Verhältnis richtig top. Ich muss ehrlich sagen, ich bin begeistert von dem Produkt. Klar habe ich es zugeschickt bekommen, aber ich hätte euch auch gesagt, wenn ich sozusagen nicht begeistert gewesen wäre. Und du kannst so viel mit der Leuchte anstellen. Entweder gehst du damit auf eine Party, stellst sie in die Ecke bzw. beleuchtest eine Wand, hast 2 oder 3 Stück davon, kombinierst sie dann in der App als Gruppe und kannst sie natürlich auch gleichzeitig ansteuern oder direkt auf dem Dreh, im Studio, mobil, je nachdem, wo du sein möchtest und natürlich, wo dich das Licht begleiten soll, kannst du das wirklich unabhängig von Strom und natürlich auch abhängig von Strom nutzen, wie du es möchtest. Und es gibt momentan eine Sonderaktion auf der Website von Neewer, wo ihr sozusagen bei diesen und bei anderen Produkten bis zu 40% sparen könnt. Also wenn euch jetzt das Thema richtig interessiert, dann schaut einfach mal hier auf den Link in meiner Videobeschreibung. Da ist das alles sozusagen nochmal aufgeführt. Erstens zum Nachlesen, zweitens zum Kaufen und natürlich auch drittens um zu sparen. Und ich hoffe, ich konnte euch das Produkt so ein bisschen näher bringen, konnte euch zeigen, was das alles so kann. Möchte mich natürlich dafür bedanken, nämlich fürs Anschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video und ich sage Tschüss, bye bye und winke, winke.